Ist dieser Kanal überflüssig geworden? 3,5 Jahre, 33 Videos, über 100.000 Views, mehr als 3.000 Abonnenten, TV-Auftritte vor Millionen Zuschauern. Und jetzt? Was mache ich hier eigentlich? Vielleicht wäre es mal nicht verkehrt, das in einem kleinen Essay zu erörtern. Ich stelle folgende These auf. Das Klima der Verschwörungstheorien hat sich gewandelt. Mein Kanal hat nicht an Relevanz verloren, aber meine Herangehensweise muss sich ändern. Hört mal zu. Meine Herangehensweise war einfach. Suche ein absurdes Video eines Verschwörungstheoretikers, das nicht zu lang ist und sich relativ leicht widerlegen lässt. Vorzugsweise aus einem Feld, in dem ich mich bereits relativ gut auskenne. Stelle detailliert jeden einzelnen Fehlschluss heraus und schaue dabei mächtig blöd in die Kamera. Das hat saugut funktioniert. Vor allem am Beginn der Pandemie, als ich den Kanal gestartet habe, war das genau der richtige Zeitpunkt dafür. Der Anstieg der Schwurbelvideos auf YouTube nahm gewaltig zu. Ach, waren das noch Zeiten, als Attila Hildmann versucht hat zu verstehen, was ein Mikronadelpflaster ist. Sie krochen alle aus ihren Löchern und die Plattformen hatten noch nicht darauf reagiert. Tja, ihr könnt euch schon denken, wo das hinführt. Die Narrative wurden immer politischer. Die Zeiten der Flacherdler neigten sich dem Ende. Die Impfgegner stellten tausende Leute auf die Straße. Und die Jennys und Steves dieses Landes durften auf den Demos ihren Schwachsinn verzapfen, Regenbogenfahnen zerreißen und von magnetischen Judensternen faseln. Doch dort wurde bald aussortiert. Ein Schwurbel-Darwinismus hatte eingesetzt und jetzt kommen nur noch die Leute zum Zug, die zwei gerade Sätze rausbringen und ihre einfachen Wahrheiten in rhetorisches Können verpacken. Der Hintergrund bleibt derselbe, aber ich kann nicht alle 15 Frames einen Cut machen und erklären, was da gerade abläuft. Unpraktikabel. Und wen erreiche ich damit schon? Leute, die gerne über offensichtlichen Unsinn lachen? Das wäre dann pure Unterhaltung. Leute, die Verschwörungstheoretiker in ihrem Umfeld haben und endlich mal wieder darüber lachen können? Tja, das ist schon was. Es freut mich immer, wenn ich hier Feedback bekomme. Leute, die fasziniert sind, dass man sich von diesem Schwachsinn auch wieder befreien kann, so wie ich, wenn alles gut läuft? Schon eher. Aber echte Aufklärung? Mal überlegen. Sagen wir, ich zertrösel den 5G-Wahn von Ingmar bis ins Letzte. Wo ist der Mehrwert? Wer meine Argumente ohne das nötige Hintergrundwissen in Diskussionen einbringt, prallt oft an der nächsten Hilfshypothese ab. Er schießt am verschobenen Torpfosten vorbei und wird zum Strohmann, bis ihm nichts mehr einfällt. Wäre das Hintergrundwissen vorhanden, bräuchte er oder sie meine Videos nicht. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz herzlich bei meinem Sponsor bedanken, nämlich bei dir. Es gibt da draußen ein paar wunderbare Menschen, die mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. Das ist von unschätzbarem Wert für mich. Ich konnte mehrmals meine Ausrüstung upgraden und ultimativ hat es mir ermöglicht, mir mehr Zeit zu nehmen, um mich mit den Themen zu beschäftigen, die uns so interessieren. Ich gehe gleich auf weitere Projekte ein, in die ich involviert bin. Es dreht sich bei mir nicht alles nur um diesen Kanal. Also wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann klick den Link unten in der Beschreibung. Ich freue mich über jedes Schlafschaf, aber auch über arische Aliens vom Aldebaran. Ganz easy, zum Beispiel via PayPal schon ab 3 Euro im Monat. Es gibt dort regelmäßige Blog-Einträge und manche Videos werden dort vorab für meine Unterstützer bereits einige Tage vor dem eigentlichen Release verfügbar. Wer mich lieber mit Taten unterstützt, joint einfach meinen Discord. Den Link findet ihr ebenso dort. Wir stellen also fest, dass ich etwas anders machen muss. Aber was? Ich habe mich, seitdem ich diesen Kanal betreibe und auch schon davor, immer gefragt, wie konnte mir das passieren, dass ich in diese Märchenwelt hineinrutsche? Was hätte mein Umfeld anders machen können? Ich habe meine Schlussfolgerungen vor einem Jahr bereits im Video 6 Tipps, wie man mit verschwörungsgläubigen Menschen reden kann, ausgebreitet. Als Ergänzung am Schluss, als letzten Tipp, habe ich noch eine Gesprächsmethode ins Spiel gebracht. Sie war damals für mich noch sehr neu, aber heute bin ich sehr zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist und habe darum mitgeholfen, den Verein Sokratischer Weg e.V. aus der Taufe zu heben. Eigene Videos dazu werden folgen und ich habe auch den Zweitkanal Sokratischer Geri eröffnet, wo ich diese Gesprächsmethode demonstrieren werde. Dort zeige ich euch, wie man mit wertneutralen Fragen zu tieferen Einsichten gelangt. Ein Kontrastprogramm zu diesem Kanal. Schaut mal auf der Vereinswebsite vorbei und besucht den Sokratischen Geri. Links in der Beschreibung. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, dass man damit über alle Überzeugungen gute Gespräche führen kann und dass das nicht dazu da ist, Menschen mit anderen Überzeugungen, zum Beispiel Verschwörungsglauben, zu bekehren. Mein Fokus auf diesem Kanal soll in Zukunft weniger darauf liegen, die Fehlschlüsse der Quellvideos plakativ herauszustellen, sondern vielmehr zeigen, welchen erkenntnistheoretischen Grundlagen das Ganze entspringt, um euch dafür zu rüsten, gute Fragen zu stellen.
Nur für den Fall, dass ihr mal auf jemanden trefft, wo ihr euch denkt, also mit dieser Überzeugung kann ich jetzt aber gar nichts anfangen. Mein Engagement in diese Richtung war wohl mit ein Grund für die Videoflaute in letzter Zeit. Ich denke, ich werde mehr Essays machen wie dieses hier. Weitere Ad-Hoc-Videos über Birgit Doll sind nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Lasst uns in den Kommentaren diskutieren, welche Themen ihr als nächstes sehen wollt. Bitte lasst euer Like und Abo da und teilt dieses Video, das wäre großartig. Besucht Steady und meinen Discord, und wenn ihr euren Frust über Verschwörungstheoretiker in eurem Umfeld loswerden wollt, schaut bei VT-Betroffene auf Reddit vorbei. So, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Bis bald.